Ich habe mal vor mittlerweile fast 10 Jahren ein Rezept für Wiener Saftgulasch mit euch geteilt. Heute gibt es eine etwas andere Version, die ich seit Jahren verwende, und ich zeige euch in diesem Video alle Tipps, Tricks und Infos, damit es auch bei euch gelingt. Wir brauchen ein richtig gutes Rindfleisch, und damit meine ich Fleisch mit viel Bindegewebe und Fett, denn das gibt eurem Gulasch die nötige Sämigkeit. Und ihr könnt die besten Gewürze und Zutaten der Welt verwenden, wenn euer Fleisch zu mager und einfach nicht hochwertig genug ist, dann wird euer Gulasch einfach nichts. Der Metzger meines Vertrauens schneidet mir das Fleisch immer in grobe Stücke vor und ich schneide es mir dann zusätzlich zurecht, je nachdem, ob ich jetzt gerade einen Eintopf mache oder Gulasch. Und welche Teile vom Rind ich hier verwende, habe ich euch hier angeführt, damit ihr schön nachlesen könnt, wenn ihr die Info wieder braucht. Das sind zum Beispiel Schulter, Wade, Brust, und ich habe natürlich auch angeführt, warum gerade dieser Teil sich für Gulasch eignet. Diese Menge an Gulasch reicht für mehrere Personen aus, ist also zum Beispiel super, wenn ihr Besuch bekommt, oder ihr friert einfach einen Teil davon ein, denn Gulasch eignet sich super auch zum Einfrieren. Schneidet das Fleisch also in mundgerechte Stücke und jetzt bereiten wir die Marinade vor. Dafür brauchen wir einfach Paprikapulver, Salz und Pfeffer, und wir geben so viel Sonnenblumenöl dazu, wie notwendig ist, dass das Ganze eine schöne cremige Paste wird. Diese wird über dem Fleisch verteilt und gründlich einmassiert, und glaubt mir, die Marinade macht wirklich viel aus. Ihr könnt das marinierte Fleisch dann bis zu 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren, vorausgesetzt ihr habt es frisch verarbeitet und sofort mariniert. Falls ihr nicht so viel Zeit übrig habt, dann solltet ihr es zumindest für 1 Stunde marinieren. Falls ihr euch jetzt denkt, yay, der perfekte Zeitpunkt zum Entspannen, ich muss euch leider enttäuschen, denn es gibt jede Menge Zwiebeln zum Schälen. Diese könnt ihr per Hand klein schneiden oder ihr macht es auf die schnelle, einfache und moderne Weise und gebt sie einfach in einen Foodprozessor. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass daraus kein Zwiebelpüree wird, sondern wirklich nur klein geschnittene Zwiebelstücke. Fleisch und Zwiebeln stehen bereit und jetzt sind die Gewürze an der Reihe. Ihr könnt euer Gulasch natürlich auch ganz ohne Gewürze machen, aber es gibt so ein paar, die ich ganz gerne verwende. Zum Beispiel Wacholderbeeren, Piment, Senfkörner, Pfefferkörner. Die kommen bei mir immer mit hinein und die geben dem Gulasch einfach dieses gewisse Etwas. Diese Gewürze gebe ich zusammen mit 2 Lorbeerblättern in ein Teesieb. Dieses kann ich später ganz einfach entfernen und muss nicht in meinem Gulasch auf den ganzen Gewürzen herumkauen. In den größten Topf, den ihr zu Hause habt, gebt ihr Sonnenblumenöl, und zwar so viel, dass der Boden mit dem Öl bedeckt ist. Und jetzt werden die Zwiebelstücke in 2 Touren scharf angebraten. Wenn ihr merkt, dass die Zwiebeln anfangen, sich am Boden festzusetzen, also fast schon anbrennen, das ist der Punkt, an dem ihr die Hitze ein bisschen reduzieren könnt und folgende Zutaten hinzufügt, und zwar Tomatenmark und Knoblauchpaste. Danach fügt ihr noch Paprikapulver und Mehl hinzu. Und schließlich das marinierte Fleisch, welches mit den anderen Zutaten gründlich vermischt wird. Alles mit der Rinderbrühe ablöschen und einmal aufkochen auf höchster Stufe. Danach gebt ihr das Teesieb mit den Gewürzen dazu, gebt einen Deckel auf den Topf, reduziert die Hitze, bei mir ist das Stufe 4 bis 5, und kocht das Gulasch ca. 2,5 Stunden. Danach entfernt ihr den Deckel und kocht es noch ca. eine halbe Stunde weiter, damit noch ein bisschen Flüssigkeit verdampft und es die perfekte Sämigkeit erreicht. Dass das Fleisch fertig ist, erkennt ihr daran, dass, wenn ihr es mit einem Messer oder einer Gabel berührt, es fast von alleine zerfällt. Wenn ihr es schneiden könnt, dann braucht ihr noch ein bisschen Kochzeit. Zum Schluss verfeinere ich alles mit etwas Majoran und meiner Geheimzutat, und zwar Honig. Allerdings keinen zum Beispiel Kastanienhonig oder andere Sorten, die sehr stark im Geschmack sind, sondern etwas ganz Mildes, Einfaches. Mein Gefrierschrank ist auch immer voll mit Kräutern aus dem eigenen Garten, und zwar Schnittlauch und Petersilie. Davon gebe ich auch immer ein bisschen was dazu, und das Gulasch ist bereit. Wie gesagt, ihr könnt bei den Gewürzen natürlich ein bisschen abwandeln, je nachdem, was euch schmeckt oder auch nicht, und das Gulasch dann an euren Geschmack anpassen. Je länger man so ein Gulasch kocht, umso besser ist es. Ihr könnt also die Hitze zusätzlich noch ein bisschen reduzieren und es noch länger kochen lassen. Ihr seht, wenn ihr mit einem Messer in das Fleisch hineinfahrt, dann sollte es innen ganz fein von der Struktur sein, sonst ist es halt kein echtes Gulasch.
Es gibt viele Beilagen, die zu Gulasch passen. Ich habe euch alle im Rezept auf meinem Blog angeführt. Die bei euch beliebteste auf meinem Kanal sind allerdings Semmelknödel. Ich empfehle euch also, euch dieses Video auch zu Gemüte zu führen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachkochen und bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und folgt mir gerne auch auf Facebook, Pinterest, Instagram und TikTok.